Ja, und auch davon habe ich einen Prospekt mitgenommen. Das ist die Firma Lyrogon. Und der Lautsprecher, das ist ein Flächenstrahler, heißt, wie heißt er nochmal? Oregon. Wow, wow. Auch da, völlig unerwartet. Völlig unerwartet. Die hatten so einen kleinen Hörraum, ein bisschen abseits in so einem Gang, hatten das Pärchen Origins aufgebaut dort. Und sie hatten vorne im Flur einen Lautsprecher stehen, Flächenstrahler. Man geht so vorbei, denkt sich, hey, super, das ist mal kein großer Elektrostat, sondern das scheinen einzelne Module zu sein. Genauer gesagt sind da verbaut, ich glaube, 4 Flächen, die nur für den Bass zuständig sind. Eine Fläche ist Mitteltonbereich und eine weitere Fläche, da ist dann drin Hochton und Superhochton, also im Grunde 2 Chassis. Ja? Diese Flächenstrahler wurde mir erklärt, das sind dreifach hintereinander geschaltete Folien, um da irgendwie mehr Schalldruck zu erzeugen. Das hat wohl Firma, was hat er gesagt, Koos, glaube ich, vor vielen Jahrzehnten schon mal gemacht, so ähnlich. Will ich auch gar nicht weiter irgendwelche geschichtlichen Sachen jetzt hier rausholen. Ich habe mich da hingesetzt, ich habe das Ding gehört und ich bin komplett versunken in dieser Musik. Auch hier, totale Feinzeichnung, totale Freiheit im Klang. Der Klang hat sich super gelöst von den Lautsprechern. Es war eine Vorstellung, meine Fresse. Die Verarbeitung von diesem Ding sehr, sehr gut. Außen ist ein Rahmen aus Aluminium, fetten Aluminium. Und oben ist eine Klavierlackbarke dran, sage ich mal. Ja, der Balken oben, der ist auch, sage ich mal, das Firmenzeichen ist da nicht nur einfach aufgedruckt, sondern das sind wirkliche Intarsien aus Edelstahl. Also wirklich schon aufwendig verarbeitet, das gute Stück. Preis pro Paar 120.000. Gut, von nichts kommt nichts, ja. Verarbeitung ist super, aber auch der Klang. Für mich auch das Ding ein echtes High-End-Stück. Ich war dort zweimal. Bei diesem Hersteller war ich zweimal. Einmal auf dem Samstagmorgen habe ich ihn entdeckt und ich war auch noch mal kurz vor Feierabend da, kurz bevor ich abgehauen bin, gedacht, da gehst du jetzt noch einmal hin, Frank, und nimmst dir noch mal eine Nase Musik. Ja, genau dort. Auch das für mich ein absolutes Highlight auf der Messe. Die Vorführung super, der Klang super, Preis teuer, ist klar. Es war übrigens, hatte ich jetzt vergessen zu erwähnen, im Bassbereich als Dipol aufgebaut. Das ist ein Dipol-Lautsprecher. Dann will ich auch noch loswerden, die Regelung zum Beispiel. Man konnte so ein bisschen den Brillanz- und den Präsenzbereich so ein bisschen regeln. Ja, Lautstärke, eine rein mechanische Sache. Rein mechanisch wird es gemacht. Da wird wohl irgendwie die Vorspannung der Folie verändert oder sowas, dass da halt ein bisschen weniger Pegel rauskommt. Tipptopp. Tipptopp. Und auch hier mein ganz großer Tipp. Wer das mal hören kann, der sollte es auch tun. Sehr erhebend, sehr toll. Und ich habe noch keinen Flächenstrahler gehört, der es so gut macht. Und ich habe schon einige gehört.